Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch bei Vogelgezwitscher aus meinem Garten eine Baileys Tiramisu-Torte. Eine fantastische, super leckere Torte, für jede Party bestens geeignet. Sie besteht aus meinem Biskuit und zwar einem Boden davon. Vielleicht habt ihr ja noch einen im Tiefkühler, so wie ich jetzt auch einen gehabt habe. Und einer fantastischen Mascarpone-Quark-Sahne-Creme mit Baileys natürlich. Und der fantastischen Dekoration aus Sahnehäubchen, Kakao und ja, was man so an Dekoration noch drauf oben haben möchte. Das Rezept findet ihr hier unten in der Infobox verlinkt, beziehungsweise hier auf dem kleinen i. Dort findet ihr auch das Video zum Biskuit. Da kann euch wirklich nichts schief gehen. Versucht es einfach mal mit meinem Video, da klappt das auf jeden Fall. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das einfach mal, denn jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Und damit ihr keins verpasst, könnt ihr auch gleich die kleine Glocke hier unten aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Als erstes weichen wir uns 3 Blatt Gelatine in kaltem Wasser ein. So, einfach gerade eine Runde beiseite stellen. Die Creme ist denkbar einfach gemacht. Wir geben 500 Gramm Mascarpone in eine Schüssel. Dazu kommt 250 Gramm Speisequark. Da könnt ihr Halbfett oder Vollfettstufe verwenden, also 40% oder 20% Fett. Dazu kommt 100 Gramm Puderzucker. Der Abrieb einer Zitrone, natürlich abgewaschen und möglichst bio, wenn es geht. Je nach Geschmack die Hälfte oder die ganze Zitrone abreiben. Und ich mache das immer so, wenn ich nur die halbe nehme, dann reibe ich mir die andere Hälfte auch noch ab und lasse sie auf einem Tellerchen trocknen. Ungefähr 1 Teelöffel Vanillepaste. Und das können wir jetzt schon mal so ein bisschen miteinander verrühren. Das reicht auch schon, denn jetzt kommen noch 500 Gramm Sahne hinzu. Aber vorher nehmen wir uns noch so 6 Esslöffel von der Sahne ab. Die brauchen wir noch, um darin nachher die Gelatine einzuweichen. Also die Sahne hinzufügen. 500 Gramm, wie gesagt. Und jetzt schlagen wir uns das alles dick cremig auf. Wunderschön, das reicht auch schon. Jetzt können wir die eingeweichte Gelatine in der restlichen Sahne auflösen und sie dann hier beigeben. Natürlich wieder angleichen wie immer. Das zeige ich jetzt gleich. Die Gelatine ist schön eingeweicht. Die drücken wir uns gerade zwischen den Händen aus. Und hier habe ich meine Sahne schon erwärmt. Achtung, nur erwärmen, nicht kochen lassen. Gelatine verträgt keine gekochte Flüssigkeit. Sie wird dann sonst nicht funktionieren. Also nur erhitzen. Ich hatte die Sahne einfach in der Mikrowelle, ungefähr 30 Sekunden bei 600 Watt. Und das reicht auch schon. Und dann löst sich die Gelatine einfach auf. Und zum Angleichen gebe ich jetzt etwas von der Creme hier einfach in die angerührte Gelatine, damit die Temperatur einfach schön angeglichen wird und damit die Gelatine dann einfach nicht klumpt, wenn wir sie in die restliche Creme einrühren. So ungefähr 3 Esslöffel. Und jetzt ist die Gelatine halbwegs abgekühlt und wir können sie unter die restliche Creme rühren. Einfach die Maschine so ein bisschen laufen lassen und darunter heben. Und eine wunderschöne Creme ist entstanden. Gerade noch einmal schauen, ob wirklich alles gut verhoben ist. Fantastisch. Sehr, sehr lecker. Unsere Creme ist fertig und wir können die Torte füllen. Dazu gebe ich mir jetzt meinen Boden auf die Tortenpappe, stelle einen Ring darum und ziehe den schön fest. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Boden schon so ein bisschen mit Baileys beträufeln. Ich habe jetzt hier eine flache Schale mit dem Baileys und zwar 150 Milliliter ungefähr. Da träufel ich mir jetzt erstmal was auf den Biskuitboden. Und dann kommt schon mal 1/4 der Creme hier auf den Boden. Das streichen wir uns natürlich schön glatt.
Oh mein Gott, diese Creme ist der Wahnsinn. Der Boden hat jetzt bei mir 24 cm Durchmesser. Die Menge würde aber auch für eine 26er Torte reichen. Und jetzt tunken wir uns einen Teil der Biscuits hier in unseren Baileys und schichten sie darauf. Ein bisschen eindrücken und richtig schön trinken, dass wir schön den Baileys-Geschmack in unserer Creme haben. Schön so ein bisschen eindrücken und wenn welche zu groß sein sollten, einfach gerade zurechtbrechen oder zurechtschneiden, dass alle schön reinpassen. Jetzt beträufel ich die Biscuits noch ein bisschen von der Oberseite. Jetzt geben wir uns wieder Creme drauf und das machen wir jetzt so lange, bis Creme und Löffelbiscuits verbraucht sind. Ungefähr 4 Mal, also 4 Schichten. Und wir schließen mit Creme ab. Wieder Creme, verstreichen. Wunderbar. Wir benötigen übrigens ungefähr 400 Gramm Löffelbiskuits und ich muss jetzt ein bisschen Baileys noch nachlegen hier. Also etwas mehr verwenden, so ungefähr 250 Milliliter. Mich erinnert diese Torte so ein bisschen an die Malakoff-Torte. Die verlinke ich euch gerne mal hier oben auf dem kleinen i. Dann könnt ihr da auch nochmal schauen. Die ist auch fantastisch lecker. Die müsst ihr unbedingt auch ausprobieren. Da werden auch Löffelbiskuits geschichtet und schmeckt einfach fantastisch lecker. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. So, in die Mitte auch noch ein. Gerne nochmal tränken mit dem restlichen Likör. Gerade wenn es so dicke Biscuits sind, kann man sie auch von beiden Seiten tränken. Und jetzt kommt die restliche Creme oben drauf. Es geht sich genau aus. Mein Tortenring ist, ich sage es euch, 8,5 cm hoch und ich habe ihn jetzt auf 24 cm eingestellt. So muss die Torte nun am besten abgedeckt mit einer Haube mindestens 4 Stunden, besser über Nacht in den Kühlschrank und dann können wir sie dekorieren. Nach der Kühlzeit ist die Torte sehr gut fest geworden und ich werde sie jetzt mit einem scharfen Messer aus der Form schneiden und sie dann einfach nur noch mit Kakao, mit Backkakao überstäuben. Ihr könnt sie natürlich noch belieben, noch weiter dekorieren, also Sahnehäubchen aufsetzen und dann den Kakao aufstäuben. Bloß bei uns ist es momentan so warm und ich finde, es ist so viel Sahne drin in der Torte, dass ich jetzt einfach nicht noch oben auf welche machen möchte. Lasst uns starten und dann werden wir sie probieren. So, vorsichtig außen entlang schneiden. Am Verschluss immer so ein bisschen vorsichtig vorbeischneiden, da ist es immer etwas tricky. So, und wie immer vorsichtig öffnen. Und da ist unsere fantastische Tiramisu Löffelbiskuit Baileys Torte. Mein Gott, was für ein Teil, was für eine Bombe. Ja, also ich finde, da ist wirklich genug Sahne jetzt drin und da muss man nicht noch unbedingt oben Sahnehäubchen aufsetzen. Ich werde sie jetzt einfach nur noch mit dem Kakao überstäuben und dann kommen bei mir auf jedes Stück noch Zebraröllchen und dann ist sie fertig. Also eins kann man noch machen. Man kann noch einmal hier so rumfahren, dass ein bisschen wieder glatter wird hier draußen. Und ich finde, dass man die Struktur der Torte sieht, ist überhaupt nicht schlimm. Ich würde auch da keine Sahne außenrum machen, aber auch das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr die Torte festlicher noch herrichten wollt. So, da ist mein Backkakao. Ganz wichtig, dass es Backkakao ist, dass er nicht so süß ist, denn die Torte ist an sich schon süß und ja, sahnig genug. Deswegen, ja, wir fangen in der Mitte an und lassen es so leicht zu den Seiten auslaufen.
So ungefähr. Und damit ich überhaupt Stücke sehen kann, muss ich natürlich nochmal einteilen. Ich finde, sie sieht wunderschön aus, diese Torte. Einfach klasse. Ja, und jetzt kommen hier auf jedes Stück einfach noch 2 übereinander gelegte Zebraröllchen. Und das letzte. Und so ist unsere Tiramisu Baileys Torte nun fertig. Sie sieht so, so lecker aus. So, dann lasst uns die Bombe anschneiden. Und da kommt unsere Baileys Tiramisu-Torte. Oh mein Gott, mit Löffelbiskuit. So lecker. Ich glaube, ich kann sie nicht hinstellen. Ich werde sie einfach legen und dann werde ich sie für euch probieren. Wunderschön sieht sie aus. So, dann werde ich die Bombe mal probieren. Cremig. Also wirklich ultra cremig. Das war die traumhafte Baileys Tiramisu-Torte. Ich finde sie einfach gnadenlos gut. Sie ist einfach der Wahnsinn und eine absolute Bombe. Alle Leute werden sich drauf stürzen und nachher dann richtig viel Sport treiben müssen. Ich freue mich schon auf eure Fotos und Fotos von euren Kreationen mit diesem Rezept. Wir sehen uns hier nächste Woche am Sonntag wieder um 10 Uhr. Dann gibt es wieder eine neue Torte oder einen neuen Kuchen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß beim Backen. Tschüss! Give me all your love.